So, heute will ich mal eine weitere Kamera vorstellen aus der Zeit der analogen Fotografie. Es handelt sich um eine IHG EXA 1. IHG war beheimatet in Dresden. Die Kamera stammt von 1964. Es hat schon Vormodelle und Nachmodelle zu der Serie gegeben. Hier dieses Modell hat in dem Fall jetzt ein Wechselobjektiv drauf, das heißt Meritar 2,9 als größte Blende und die Brennweite sind 50 mm, hergestellt von E. Ludwig. Dieses Objektiv kann man herausnehmen, indem man hier das Bajonett entsprechend benutzt. Dann kann man das Objektiv mal betrachten. Eine kleine Besonderheit hat dieses Objektiv, nämlich eine halbautomatische Springblende. Warum Springblende? Es war so, dass man früher die Belichtung ja per Hand einstellte. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine sehr kleine Blende hat, zum Beispiel Blende 16, ich stelle die mal hier ein, so, ich lasse den Ring zurückspringen, Blende 16, und man will dann durch den Sucher das Bild betrachten, kann es sein, dass es zu dunkel ist. Und dann kann man bei der Kamera Folgendes machen, in Verbindung mit dem hier erwähnten Objektiv. So, man stellt erst die Blende ein, anschließend dreht man die Blende mit einer Bewegung wieder hoch und kann dann oben im Sucher das Bild hell genug betrachten. Und wenn man jetzt auslösen will, dann dreht man es wieder zurück und löst dann entsprechend aus. Zack, das ist jetzt hier passiert. Hier liegt übrigens noch ein Kleinbildfilm mit 36 Aufnahmen. Das waren so die Filme, die man früher verwendete. Bei der analogen Fotografie war es eigentlich das in den letzten Jahrzehnten das meistbenutzte Format. So, dann kommen wir zu den weiteren Details von dieser Kamera. Das ist also, wie schon erwähnt, eine Spiegelreflexkamera. Das heißt, das Licht geht hier durch über einen Umlenkspiegel hoch zum Sucher. Dann kann man im Sucher das Bild betrachten. Hier ist sogar noch jetzt im Augenblick die Einstelllupe hochgeklappt. Damit kann man die Schärfe gut einstellen. Wenn man es runterklappt, kann man das Motiv besser sehen. Und wenn man das richtige Motiv gewählt hat, dann kann man eben entsprechend auslösen. Die Kamera hat jetzt hier in dem Fall ein Aufziehrad für Filmtransport und Verschlussspannung. Andere Kameras hatten einen Schwenkhebel. Ich bediene jetzt mal dieses Aufziehteil. Das ist etwas schwierig mit einer Hand hier. So, jetzt ist der Film transportiert, der Verschluss ist gespannt. Sicherheitshalber gucke ich nochmal, ja, die Belichtungssperre ist aufgehoben. Wenn ich das so mache, kann man nicht belichten, ist beim Transport der Kamera ganz nützlich. Die Belichtungseinheit hier vorne, also der Auslöser, hat auch einen kleinen Drahtauslöseranschluss. Der ist eigentlich für Rechtshänder im Grunde nur auf der falschen Seite, aber man kann sich dran gewöhnen. Hier auf der anderen Seite ist übrigens der Synchronkontakt für Splitsgerät. Nochmal ein Hinweis zu den verschiedenen Modellen der Kamera. Dieses Modell hat hier links oben und rechts oben Trageschlaufen. Deshalb kann man daran erkennen, dass diese Kamera von 1964 in etwa ist. Die Vormodelle der EXA 1 hatten diese beiden Ösen nicht dabei. Dann vielleicht noch ein Hinweis zu diesem Knopf hier an der Seite. Damit kann man eine Doppelbelichtung ausführen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel auslöse und ich drücke diesen Knopf und spanne dann kann ich, ohne dass der Film weiter gespannt wurde, auf der gleichen Bildfläche nochmal eine Aufnahme machen. Zack, das ist damit passiert. So, dann schauen wir mal in die Kamera rein. Das ist jetzt hier hoffentlich ganz gut zu sehen. Ich muss jetzt hier mal den Verschluss aufspannen wieder. Dann kann man hier hoffentlich erkennen, wie jetzt hier gleich der Spiegel hochklappt. Ne, kann man schlecht erkennen, weil es alles natürlich schwarz ist. Vielleicht mache ich das mal so, dass ich hier vorne auch noch aufmache. Ja, das ist vielleicht besser. Also hier sieht man jetzt den Spiegel. Und wenn ich jetzt auslöse, dann klappt der Spiegel hoch und kommt auch nicht runter. Bei diesen Kameras dieser Generation gab es keinen Rückschwingspiegel. Ich löse mal aus. Achso, ich habe jetzt vergessen aufzuziehen. Ne, bin hier entgegengekommen. So, und löse jetzt aus. Zack. Und dieser Schlitzverschluss, der aber in Wirklichkeit kein richtiger Schlitzverschluss ist, sondern ein Schwenkverschluss. Das ist eine besondere Eigenart hier von dieser Kamera. Die üblichen Spiegelreflexkameras hatten einen Schlitzvorhang, der entweder von oben nach unten oder von links nach rechts direkt vor dem Film hin und her schwank. Und bei dieser Kamera ist es so, dass von unten so ein halbrundes Teil hochklappt. Das ist eine ganz pfiffige Lösung, hat auch vielleicht etwas mit Patentrecht zu tun, dass man dieses Verfahren versucht hat. Andererseits hat es gegenüber den leicht üblichen Kameras der Spiegelreflexgeneration den Nachteil, dass man keine sehr schnellen Verschlusszeiten generieren konnte. Die Kamera kann also hier nur bis eine 175. Sekunde auslösen. Das ist für bestimmte Aufgaben unter Umständen etwas wenig. Andererseits war es wirklich eine eigenständige und damit interessante Kamera. Ja, auch das war's mit der kleinen Spiegelreflexkamera aus Dresden, die EHG EXA 1. Wer Lust hat, kann auch mein Internetforum besuchen. Dort wird die Kamera dann im Detail nochmal vorgestellt. Ja, bis zum nächsten Mal dann.